Herzlich willkommen zurück zu 8 Minuten aus Schwedisch Lappland und aus Båtskärsnäs, meiner Herzensheimat hier oben. Ich bin schon Anfang Januar losgefahren mit Finnlines wieder rüber von Travemünde nach Helsinki. Eine bisschen stürmische Überfahrt, aber trotzdem dieses schöne, langsame Ankommen und habe mir auf der Fahrt nach Norden viel Zeit gelassen mit einem Stopp in Jyväskylä, wo es schon schön geschneit hat. Und dann ging es hinein in diese magische Winterwelt, wirklich mit rosa Himmel morgens und eingefrorenen Bäumen und Schnee. Und ich habe mich einfach gleich wieder so frei und glücklich gefühlt. Aber auf dieser Strecke habe ich auch schon gemerkt, ja, es kann sich halt ständig irgendwas verändern, denn auf einmal war dann auch dichter Nebel, also nichts mehr schön Sonnenschein und gute Sicht. Und ich bin trotzdem langsamer gefahren, habe mich auf die nächsten Meter vor mir konzentriert und bin so sicher angekommen und war ganz glücklich, die ersten Schilder mit Schweden und Båtskärsnäs zu sehen und dann einzufahren in mein Lieblingsdorf, in meine zweite Heimat. Und hier wohne ich wieder in dem schönen Haus, wo ich mit Feuer auch einheizen kann. Das ist mal morgens erstmal so wie eine Meditation, das Feuer machen. Und ich habe tatsächlich mit meiner Freundin Andrea noch im Januar Weihnachten nachgefeiert, weil wir beide Weihnachten nicht so die Gelegenheit dazu hatten an den Feiertagen selbst. Und man muss die Feste halt feiern, ne, wie man Lust drauf hat. Ja, und im Dorf ist es immer so, ich gehe über die Straße, ich kenne eigentlich jeden Menschen, ich kenne jeden Hund und bin einfach erstmal so dankbar, wieder hier zu sein. Und die erste Woche hatte ich tatsächlich auch das Glück, diese magische Winterwelt zu erleben, in die ich mich schon 2022 verliebt hatte. Mit langen Spaziergängen jeden Morgen auf der Ostsee, der aufgehenden Sonne entgegen. Und einfach diese Stille wieder zu hören, diese absolute Stille in der eingefrorenen Winterwelt. Und ja, die Sonne sieht manchmal wirklich aus wie eine Kerze hier. Die Bäume waren eingefroren. Es war einfach so ruhig und ich hatte direkt dieses Gefühl anzukommen und alles ist erstmal wieder gut, egal wie schwer die letzten Monate auch waren. Und abends, oder was heißt abends, also 14 Uhr, wenn es dann dunkel wurde, war auch noch dieser wunderschöne Vollmond. Und das waren so die ersten Tage, die ich total genossen habe und diesen Anschein von Idylle wirklich auch gespürt habe. Und war einfach ständig draußen, wenn ich nicht gerade arbeiten musste.
Ihr wisst ja sicher auch, wie es so im Leben ist. Wenn einige Zeit Idylle herrscht, kann man ganz sicher sein, dass da auch bald wieder irgendwas reinhaut und der nächste Sturm kommt. Und genauso war es hier auch nach der einen Woche pure Winter-Märchenwelt. Da wurde es nämlich ganz schön stürmisch. Es kam Plusgrade, dafür gab es zwar jeden Tag dann Himmel mit Perlmuttwolken. Das sind diese regenbogenfarbigen Wolken, die es nur in der Nähe der Pole gibt. Und das ist so ein besonderes, seltenes Phänomen eigentlich. Und ja, trotz dieser Plusgrade und Sturm hatten wir dann dieses Geschenk dieses wahnsinnig tollen Himmels, worüber ich mich auch so gefreut habe. Und da war es natürlich dann auch einfacher zu akzeptieren, ja, dass das Eis auf dem Meer so ein bisschen antaute, dass man da nicht mehr so gut laufen konnte. Und ja, apropos Laufen, also die Eisbahnen, aus denen die Straßen im Dorf geworden sind, die waren auch nicht so gut, um drauf zu gehen. Aber die Leute hier sind ja auf alles vorbereitet. Das heißt, jeder hat Schuhe mit Spikes drunter auch, die man dann anziehen kann. Und damit kann man sich zumindest einigermaßen auf dem Eis bewegen. Ja, dann laufen halt alle so, als hätten sie einen Besenstiel im Allerwertesten. Denn selbst damit kann man auch noch rutschen. Man muss also sehr, sehr vorsichtig sein. Aber es geht. Und da denke ich immer, ja, mit dem richtigen Werkzeug, ne, kann man jede Bedingung, jede Härte auch erstmal einfach überwinden und sich vor allen Dingen darauf verlassen, dass es sich auch schnell wieder wandelt. Und so wurde dann auch dieses dicke Eis bald wieder von Schnee bedeckt. Man konnte wieder besser gehen. Ja, die Leute waren wieder mehr draußen. Und ich dachte, ach, das ist immer, ja, das spiegelt mir immer eigentlich wie das Leben wieder, die Natur hier, ne? Dieser ständige Wandel, mal so, mal so. Aber von den Leuten hier lerne ich immer wieder, ja, solange man einfach einigermaßen darauf vorbereitet ist und es akzeptiert, kann man einfach sicher sein, dass auch aus den harten Zeiten bald wieder einfachere werden und dass die Sonne zurückkommt, dass die Märchenwelt zurückkommt. Das klingt vielleicht so ein bisschen naiv, aber genau das ist das, was ich hier immer wieder lerne und was mir einfach auch sehr viel Hoffnung und Zuversicht für mein eigenes Leben gibt. Danke, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr mehr über Schwedisch Lappland erfahren möchtet, könnt ihr das zum Beispiel aus meinem Buch Zwischen ewigem Sommer und tiefster Nacht. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.